So, hallo Leute, hier bin ich mal wieder. Ich habe mich jetzt schon länger nicht mehr gemeldet. Aber da ich jetzt so schön Gassi gehe, der ganze Schnee weg ist, es ist nicht mehr so anstrengend beim Gassi laufen. Sonst hechle ich euch nur irgendetwas vor in den Videos. Hatte ich gerade ein paar Gedanken, die wollte ich euch mitteilen. Und zwar der Anstoß war jetzt, dass wir einen Jäger mit seinem Hund angetroffen haben. Und das ist ein Nachbar von uns. Und ich beobachte die schon etwas länger. Und da musste ich gerade mal wieder daran denken, dass dieser Hund meiner Meinung nach eben kein Wesen ist, der selber Entscheidungen fällen kann. Sich aber der Jäger, hallo, ich zeige mich auch mal, sich aber der Jäger so verhält und ihn so bezieht. Und ich sehe da sehr viel Unruhe bei dem Hund. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, ich wollte eigentlich mal auf diese unterschiedlichen Charaktere und Kompetenzen, die ein Hund aufweisen kann, auch mehrere Hunde natürlich, mal darauf eingehen, um damit wir in Zukunft auf dem YouTube-Channel einfach produktiver miteinander sprechen können, weil ich immer wieder an diese unterschiedlichen Rollen, die ein Hund ausfüllen kann, denken muss. Und da fiel mir gerade eine sehr, sehr schöne Vergleichsweise ein. Und ich hoffe, ich kriege es jetzt noch zusammen, so wie es in meinen Gedanken schön gepasst hat. Also die Wegbereiter, zu denen ich mich auch gerne zähle, die arbeiten nach der Methode von der Maja Nowak. Das ist allerdings keine Methode, sondern das ist einfach nur eine ganz besondere Sichtweise der Hunde, ihrer Charaktere, ihrer Kompetenzen. Und es wird eigentlich abgelehnt, laufen wir in die andere Richtung, die Hunde irgendwie zu manipulieren und oder dahin zu bringen, was der Mensch haben will, sondern die Sichtweise ist, dass man den Charakter des Hundes erfasst, sich darauf einlässt und guckt, wie man als Mensch mit diesen Fähigkeiten, die der Hund mitbringt, zurechtkommt, diese für sich nutzt, beziehungsweise im gleichen Zusammenhang lernt man natürlich viel von sich selber auch kennen, weil nicht jeder Mensch hat die gleichen Kompetenzen, um die Hunde entsprechend zu führen. Der eine macht es auf eine Art, der andere macht es auf die andere Art. Trotzdem, solange es authentisch ist und der Charakter des Hundes erfasst wurde, funktioniert es dann zum Teil viel besser, wie wenn man diese aufgesetzte Trainerschaft in den Hund reinprügeln will, sage ich jetzt mal, also, oder reinbringen will. So, zurück zu der Einschätzung der Hunde, zu der Aufteilung der Hundecharaktere. In einer optimalen Welt, wenn alles optimal laufen würde, würde man in diesem Moment sagen, oder zu dieser Methode, sage ich jetzt mal, sagen, dass ein Rudel Hunde, wenn diese auf der Straße leben würden oder im Wald, wie auch immer, optimalerweise aus 7 Hunden bestehen würden. Und der Rudel würde sich mit ganz unterschiedlichen Eigenschaften zusammensetzen, die alle nötig sind, um funktionieren zu können. Das wäre der extrovertierte Leithund, der extrovertierte Kundschafter und der extrovertierte Wächter.
Dann der Zentralhund, introvertierte Kundschafter, introvertierte Wächter und introvertierter Leithund. So, jetzt habt ihr mal alle 7 Charaktere gehört. Jetzt versuche ich sie in einen Zusammenhang zu bringen. Und zwar, angenommen, wir vergleichen das mit einer Fußballmannschaft. Der extrovertierte Leithund, der extrovertierte Wächter, Kundschaft, Entschuldigung. Der extrovertierte Leithund und der extrovertierte Kundschafter bilden oft ein Team. Diese führen das Rudel im vorderen Bereich an. Der Kundschafter ist sozusagen der Mitarbeiter des Leithundes. Der Leithund entscheidet, wo läuft das Rudel hin, und der Kundschafter kundschaftet aus und teilt die Sachen, die er findet, dem Leithund mit. Vergleichbar wie jetzt, sag ich mal, der Kapitän in einem Fußballspiel und seine offensiven Spieler, die vorne die Tore schießen sollen. Das wäre ein ganz guter Vergleich. Als nächstes findet sich der Zentralhund. Der heißt nicht nur Zentralhund, weil der in der Mitte von der Aufzählung ist, sondern weil er auch zentral im Rudel sich ansiedeln würde. Und der wird begleitet von dem extrovertierten Wächter. Das wäre sozusagen sein Bodyguard. Und der introvertierte Kundschafter, da seht ihr zum Beispiel eine Schwarze gerade auf der Wiese, die ebenfalls diesem Entscheidungsträger Zentralhund zuarbeiten bzw. ihm Sachen mitteilen. Vergleichbar bei einer Fußballmannschaft möchte ich mal sagen, mit dem Coach und den unterschiedlichen Spielern. Der Coach hat das große Plan, den großen Überblick, weiß, wo es hinläuft, unterhält sich natürlich mit dem Kapitän, aber der Coach, der muss auf jedes Individuum in dieser Gruppe eingehen können, und so ist der Zentralhund auch. Egal ob introvertiert oder extrovertiert, also defensiv oder offensiv, Spieler, er muss diese Leute alle kennen, einschätzen können und denen die entsprechenden Aufgaben zuteilen. Das macht der Zentralhund auch. Jeder natürlich unterschiedlich auf seine Art und Weise, aber jeder Deckel findet einen Topf, das wissen wir. Gut, dann kommen wir zu den introvertierten Leithund, der mit dem introvertierten Wächter zusammenarbeitet. Also ein Wächter ist meistens sowas wie ein Bodyguard in dieser Sprache, in dieser Einteilung. Dafür habe ich jetzt beim Fußballspiel, bei der Fußballmannschaft keine adäquate Vergleich gefunden, aber ihr wisst bestimmt schon in etwa, in welche Richtung es geht. Es würden auf jeden Fall die Defensivspieler sein. Und ich weiß nicht, ob es einen Defensiv-Captain gibt im Spiel selber. Auf jeden Fall diese introvertierten Tiere, das seht ihr jetzt auch in diesem Beispiel. Also die Schwarze ist ein introvertierter Kundschafter und das Schwarz-Weiße ist ein extrovertierter Kundschafter. Die untersuchen Sachen alle ganz, ganz unterschiedlich. Die Luna, die Schwarze, die muss meistens mit der Nase tief irgendwo rein, um das zu untersuchen, einschätzen zu können und zu merken, was ist denn das. Der Boso, der Schwarz-Weiße, der steht oft und guckt sich Sachen von der Ferne an und kann diese aber auch zum Teil gut einschätzen. Lange Rede, kurzer Sinn. Kundschafter würden auf jeden Fall für das Rudel auskundschaften. Die Luna zum Beispiel ist ein sehr, sehr guter Jäger. Das heißt also entweder den Weg auskundschaften oder Beute. Kundschafter insgesamt sind halbautonome Wesen. Sie können in ihrem Bereich sehr gut eigene Entscheidungen treffen.
Also in dem Fall zum Beispiel bei der Luna. Wie jage ich? Wie komme ich zu meinem Ziel? Ansonsten aber brauchen sie eine leitende Person. Das wäre im Mensch-Hunde-Team natürlich der Mensch, der eben dieses Feingefühl entwickeln darf, zu gucken, wann braucht mein Hund eine Anweisung und wann nicht. Kundschafter insgesamt sind an für sich aus dem Rudel als die Soldaten auch zu sehen. Also die sind immer in Kampfbereitschaft, das Rudel oder die Ressourcen des Rudels, sei es Nahrung oder Gebiet, zu verteidigen. In dem Fall ist jetzt eher so, der Buso als extrovertierter Kundschafter, schwarz-weiße hier, der würde von seinem Wesen her die Nahrung verteidigen, die die Luna unter Umständen hergebracht hat. Die Luna, wie ich sie kennenlerne bei mir als Mensch, die verteidigt mich und meine Gefühlswelt. Also die merkt genau, der Heidi geht es nicht so gut, der andere Hund kommt uns zu nahe, ich ball den mal weg. Also die guckt eher so, dass das Rudel von anderen nicht gestört wird, dass Ruhe herrscht. Sie motzt auch gern andere Hunde an, die ihr zu schnell unterwegs sind, zu hektisch unterwegs sind. Was natürlich beim Boso oftmals der Fall ist. Der ist ja extrovertiert, der platzt schon mal raus mit seiner Energie und springt durch die Gegend. Und dann kommt die Luna sozusagen als Knöllchenverteilerin und verteilt Strafzettel. Auf ihre Art und Weise. Und auf hündische Art und Weise. Ist natürlich nicht so wie eine Politesse im menschlichen Wesen mit Zettel, sondern das ist halt dann mit Anrempeln und Rumbellen und Rummutzen. Also zu den anderen Rollen, da gehe ich bei Gelegenheit dann mal ein. Aber so viel mal zu diesen unterschiedlichen Kompetenzen. Ich hoffe, ich konnte euch das ein bisschen anschaulich nahebringen mit dieser Fußballmannschaft. Ich kenne mich leider nicht ganz so gut aus. Ich weiß nicht, ob die Vergleiche wirklich adäquat sind, aber von dem Verständnis, was ich habe, passt es in etwa. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Channel liked, wenn ihr Kommentare da lasst, Fragen stellt und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss.